Hallo meine Lieben, heute hatte es bei den Dateien einen Schmetterling drin und was ich mir damit überlegt habe, seht ihr gleich nach dem Intro. Als ich den Schmetterling gesehen habe oder die verschiedenen Schmetterlinge, dachte ich so an ein Beauty-Wochenende. Ein Gutschein dafür und ich dachte mir, ich gestalte so eine Karte mit einem dieser Schmetterlinge. Ich habe auch extra darauf geachtet, dass ich einen nehme mit möglichst wenig Details, weil ich will eine weiße Karte machen, dann den Schmetterling in verschiedenen Lagen ausschneiden. Hier habe ich mit einer Single-Line-Schrift, werde ich das schreiben lassen mit einem schwarzen Stift und dann den Schmetterling hier mit einer goldigen Vinylfolie. Ich muss mal gucken, ob es funktioniert. Wenn es zu filigran ist, versuche ich es dann nochmal und mache ganz einfach mit dem schwarzen Stift hier, lasse ich den Schmetterling zeichnen. Mal gucken, wie gut es funktioniert. Aber per se haben wir oben eine Lage für die goldige Vinylfolie, dann eine weiße Lage, dann eine hellrosa Lage, dann eine altrosa Lage und dann habe ich nochmal ein Offset, das einfach aus der Basiskarte ausgeschnitten wird. Dahinter klebe ich dann eine Karte, das heißt, das letzte ist quasi, das wird aus der Karte ausgeschnitten und so habe ich dann einen Schmetterling, wo ich die Flügel so ein bisschen hochheben kann und so eine mehrdimensionale Karte habe und innen drin kann ich dann eben etwas schreiben, nämlich eben den Gutschein. Das ist die Idee und ich will euch auch zeigen, wie ich das gemacht habe. Als erstes habe ich hier für die Karte, meine Karte wird 14 x 14 cm sein, da wir die ja zuklappen, heißt das, wir brauchen 14 cm x 28 cm und das habe ich hier ganz einfach über vom Einfügen ein Quadrat eingefügt und dann bei dem gesagt, es soll Schlösschen aufheben von der Breite 28, von der Höhe 14. Und dann habe ich das natürlich weiß gemacht, weil meine Basiskarte wird weiß sein. Dann die Einlagekarte, die werde ich ganz einfach ausschneiden, also von Hand ausschneiden, da brauche ich jetzt nicht das mit dem Plotter zu machen. Die Karte hier mache ich extra mit dem Plotter, das könnte man auch einfach schneiden, aber ich will ja hier einen Teil des Schmetterlings oder das Offset vom Schmetterling ausschneiden, deshalb mache ich die Karte im Plotter drin. Dann habe ich des Weiteren eine Scoreline eingefügt und die von der Größe her einfach 14 cm gemacht, weil das ist ja die Höhe der Karte und bei den Einstellungen mache ich hier das Smart Guides ein, weil dann kann ich das schön in der Mitte der Karte platzieren. Das dient im Moment für mich nur als Orientierung, weil mit der Cricut Joy Extra kann ich ja nicht eine Scoreline machen. Der Stift, den wir für den Maker haben, der funktioniert ja nicht mit der Extra, von dem her werde ich das dann auch mit dem Falz- und Schneidebrett machen. Im Moment habe ich das nur zur Orientierung. Und dann habe ich den Schmetterling eingefügt. Da könnt ihr ganz einfach über Hochladen, Dateien durchsuchen und den da holen, wo ihr das abgespeichert habt. Ich habe das schon hochgeladen, deshalb gehe ich hier auf hochgeladene Bilder und kann hier den Schmetterling nehmen und zum Arbeitsbereich hinzufügen. Anzeigen. Dann habe ich den hier. Kurz gucken, wie groß ich den gemacht habe. Der ist 10 cm. Schlösschen zu. Dann sage ich hier 10 cm. Dann habe ich hier auch schon die richtige Größe und platziere das hier so. Von den Seiten her mittig, aber hier so ein bisschen mehr im oberen Bereich.
weil ich will unten noch eine Schrift haben. Und dann habe ich das hier genommen und ein Offset generiert. Und zwar nicht allzu groß, sind in etwa 0,2. Sage fertig. Und wenn der verschwunden ist, dann liegt das ganz einfach daran, dass der ganz nach hinten gerutscht ist. Deshalb nehme ich den bei Bearbeiten, anordnen und sage mal in den Vordergrund. Dann kann ich den nämlich auswählen, sage bei Kontur und nehme all diese Schnitte, die es hier hat. Die nehme ich alle raus, weil ich will nur die Umrahmung haben. Und dann sage ich hier bei meinem eigentlichen Schmetterling wieder, dass der nach vorne kommen soll. So. Dann kann ich in den Ebenen gucken, das Offset, das mache ich auf weiß. Jetzt haben wir schon mal ein Offset. Jetzt wähle ich das Offset aus und sage nochmal bearbeiten, Offset. Und er behält die Voreinstellung von vorhin. Dann kann ich einfach sagen fertig. Es ist wieder dasselbe passiert, der ist wieder ganz nach unten gerutscht. Das heißt, den nehme ich wieder nach vorne. So, dann haben wir den. Der ist bei mir eben dann hellrosa. Und dann habe ich von dem nochmal ein Offset gemacht, auch wieder mit denselben Einstellungen, habe gesagt fertig. Auch das ist jetzt wieder im Hintergrund. Und das ist das dunkelrosa. Und jetzt brauche ich nochmal ein Offset. Wieder dasselbe Spiel, der ist wieder ganz hinten. Und bei dem hier sage ich, das spielt eigentlich keine Rolle, weil das schneide ich jetzt aus der Hauptkarte aus. Und ich gebe noch kurz die Schrift hinzu, damit ich so ein bisschen besser sehe, wo ich das verteilen will. Das heißt, ich füge hier Text ein und sage eine kleine Auszeit. Jetzt gucke ich hier kurz, was ich da für eine Schrift ausgewählt hatte. Das war hier BFC Saturday Morning. Und warum habe ich jetzt ausgerechnet diese Schrift genommen? Ich habe ganz einfach geguckt, dass ich hier eine Single-Line-Schrift habe. Das heißt, beim Filter habe ich gesagt, schreiben. Bin dann wieder zurück. Und habe einfach geguckt, was mir gefällt. Jetzt hat man BFC Saturday Morning. Hier ist sie. Ich habe den Filter wieder rausgenommen. Irgendwie wird die sonst nicht angezeigt. Und beim Stil muss ich jetzt eben sagen, dass es eine Single Stroke ist. Und dann habe ich ganz einfach die Größe noch so ein bisschen angepasst. Und die oben sieht ein bisschen dicker aus, weil ich da einen anderen Stift verwendet hatte, weil jetzt steht es auf Schnitt. Das will ich natürlich nicht, sondern ich will einen Stift haben. Und zwar den Fineliner Schwarz anwenden und dann wird es auch ein bisschen dicker. So, dann können wir das hier so auf der Karte platzieren, möglichst mittig. Unten so ein bisschen Abstand. Und dann muss ich vom Schmetterling her so ein bisschen gucken, dass ich da den von der Größe so anpasse, dass das
hier Platz hat. Das heißt, ich mache den noch ein kleines bisschen kleiner und platziere den aber auch wieder schön mittig. So in dem Stil. Und was ich dann gemacht habe, ist die Karte, dieses 14 x 28 cm plus das unterste Element von diesen Offsets. Das, was ich von der Farbe her nicht angepasst habe. Und dann sage ich beschneiden. Jetzt habe ich hier verschiedene Elemente und ich brauche eigentlich nur die Karte, wo das ausgeschnitten wurde. Das heißt, diese beiden Elemente hier brauche ich nicht, die kann ich löschen. Weil jetzt, ihr seht es auch, dass das Raster hinten durchguckt. Das ist jetzt quasi ein Loch mit diesem Ausschnitt vom Schmetterling durch die Karte hindurch. Und vom Zusammenhängen her muss eigentlich nur das und die Karte. Also die beiden Sachen müssen zusammenhängen. Das heißt, ich nehme die Schrift ein bisschen weiter runter. Einfach, dass sie direkt über der Karte liegt. Dann kann ich die beiden nehmen und sagen verbinden. Weil da will ich, dass er zuerst schreibt dann und dass er dann den Schmetterling noch aus der Karte ausschneidet und die Karte selber ausschneidet. Das ist das, was zusammenhängen muss. Die Linie selber brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Die hier, die galt nur zur Orientierung. Und die anderen Sachen eben, also er wird die Karte schneiden, dann wird er vom Dunkelrosa schneiden, vom Hellrosa schneiden, dann vom Weiß schneiden und dann den Schmetterling selber, der sollte auch auf Schneiden gesetzt sein. Und mit diesen Ebenen arbeite ich jetzt quasi. Ich nehme jetzt hier meine Karte, die ich vorbereitet hatte zum Designen und gruppiere das alles und blende das aus, damit uns das Ganze nicht irritiert. Und dann haben wir quasi unser ganzes Design. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen, um diese Karte zu machen. Jetzt kann ich auf Herstellen gehen. Und vielleicht nur so ein kleiner Tipp, wenn ihr irgendetwas selber designt, speichert das am besten, damit, wenn irgendetwas mit der Verbindung passiert mit dem Plotter, das gibt es manchmal, dass euch das Ganze nicht verloren geht. Das heißt, ich gehe jetzt auf Herstellen, sage auf der Schneidematte, sage bestätigen und jetzt seht ihr hier, dass er sagt Stift einfacher Schnitt für den Schmetterling, das wird das erste sein. Dann haben wir den weißen Schmetterling, dann haben wir den rosaroten Schmetterling, dann haben wir den altrosa Schmetterling. Gut, wenn man sich die Matten anguckt, weil ich habe vergessen, die Punkte zu verbinden. Das wäre natürlich schlecht. Das heißt, hier der Schmetterling, das alles sollte verbunden sein. Damit die Punkte dann beim Schmetterling auch an der richtigen Stelle liegen. Jetzt, wenn ich mehrere Matten habe, gucke ich mir kurz an, wie viel Material ich brauche, dass ich da genug große Schnitte habe. Kann mir hier sagen, weiter, Perspektive. Ich gehe wieder zurück auf die erste Matte, damit der das schön Schritt auf Schritt macht. Sage weiter. Zubehör auswählen. Jetzt ist das erste, ist das Papier. Da nehme ich ein 216 Gramm. Das sollte funktionieren und dann sagt er mir hier auch schon, dass ich zuerst den Stift reinmachen soll. Das heißt, ich nehme hier die Klinge raus, dann mache ich den Stift rein
Und das muss natürlich der sein, wo Cricut Joy draufsteht, ne? Dann müssen wir hier noch kurz das Material auf die Matte bringen. Das war zuerst die weiße A4-Seite. Können wir die laden. Dann guckt ihr, ob die Matte schön gerade drin ist. Und dann kann ich lossagen. Warum ich eine Single-Line-Schrift verwende, ist, wenn ihr eine normale Schrift verwendet, dann schreibt ihr immer nur quasi die Außenlinie von der Schrift und dann müsst ihr das von Hand jeweils ausfärben. Deshalb verwende ich gerne, wenn ich den Stift verwende, einfach eine Single-Line-Schrift. Jetzt sagt er mir, ich soll die Feinschnittklinge reinmachen. Und dann kann ich sagen, los. Jetzt sollte er eigentlich zuerst den Schmetterling schneiden. Genau, das macht er. Und jetzt noch ringsherum die Karte. Wunderbar. Ging super schnell. Dann kann ich sagen, okay. Und wenn ihr Papier von der Matte löst, dann dreht immer die Matte um und löst das Papier quasi von der Matte und nicht umgekehrt. Weil sonst kringelt euch euer Papier und das ist dann auch nicht wirklich schön. Dann habe ich hier schon den Schmetterling ausgeschnitten und da ich weiß, dass das quasi 28 sind, mal 14, kann ich das bei 14 noch falten. Und so habe ich meine Basiskarte, wo der mittlere Teil ausgeschnitten ist. Das war das erste. Irgendwo hat er jetzt gerade die Kamera abgestellt und ich weiß nicht wo. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt alles gesehen, ne? Ich habe die Karte ausgeschnitten, das bei 14 cm gefalzt. So habe ich die Basiskarte. Dann sagt er mir eben die nächste Matte, was weiß ist. Das habe ich auf die Matte drauf gemacht. Das kurz reinspulen lassen und jetzt kann ich auf Los sagen. Von den Materialeinstellungen dieselben, die ich hier für die Karte verwendet habe, weil es ist dasselbe Material. Haben wir den auch wunderbar geschnitten und jetzt kommt noch die Goldfolie und da bin ich jetzt gespannt, ob das wirklich funktioniert oder ob ich da zu euphorisch war von der Größe her. Mal gucken. Da gehe ich jetzt zu den Vinylfolien. Ich nehme jetzt mal Glanz. Respektive, ich breche hier das Ganze kurz ab, weil ich wirklich bis jetzt noch keinen Testschnitt damit gemacht habe.
Das heißt, hier von den Sachen weiß ich, ich brauche eigentlich nur noch, das kann ich ausblenden, das kann ich ausblenden, das kann ich ausblenden, das kann ich ausblenden. Ich brauche nur noch diesen Schmetterling, aber jetzt gerade blende ich den auch noch aus, weil ich einfach hier kurz ein Dreieck, braucht nicht wirklich groß zu sein, 1 cm. Und dann gebe ich hier noch ein Quadrat drauf. Das machen wir, ich sag mal, das ist 1 cm und das Quadrat ist einen halben Zentimeter. Mehr brauche ich wirklich nicht. Dann versuche ich das hier einfach in der Mitte zu platzieren. Kann sogar noch ein bisschen größer sein. Das passt. Und die beiden verbinde ich und sage herstellen. Auf der Schneidematte bestätigen. Und jetzt falte ich das oben in der Ecke. Sage weiter. Und dann nehmen wir eben das, was ich vorhin gesehen hatte, dieses Vinyl, und zwar Premium Vinyl Glanz. Versuchen wir es mal damit. Und ich habe es jetzt extra oben in der Ecke gelassen, weil da wird das Motiv vom Schmetterling nicht sein. Mal kurz gucken, ob sich das Viereck lösen lässt. Ja, nur damit ihr das seht. Ich konnte es wunderbar auslösen und es hat wunderbar geschnitten. Von dem her würde ich sagen, das passt. Und es hat trotzdem hier nicht durchgeschnitten. Von dem her nehmen wir genau diese Einstellung. Und jetzt nehme ich eben genau wieder dieses Material, nämlich das Premium Vinyl Glanz. Das war's. Und dann kann ich die Matte laden. Und jetzt drückt mir die Daumen, dass er das schneiden kann, dass die Linien nicht zu filigran sind. Weil ihr könnt mit Flexfolie definitiv filigraner schneiden als mit Vinylfolie. Aber wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Kann ich sagen, okay. Und ich habe das Gefühl, das könnte tatsächlich funktionieren. Hier sind wir fertig und jetzt kann ich das von der Matte lösen. Das, was ich nicht brauche, kann ich wegschneiden. Geht dann auch ein bisschen einfacher zum Entgittern. Und jetzt kann ich versuchen, die Teile zu lösen, die ich nicht brauche. Das heißt, hier gucke ich einfach, dass ich den Punkt festhalte, dass der nicht mitkommt, sondern hier drauf bleibt. Erstes schon geglückt. Ist nicht die einfachste Folie, weil sie relativ starr ist, aber ich finde halt einfach den Effekt von dieser Folie extrem cool, deshalb wollte ich das jetzt trotzdem machen. So, und jetzt noch das ringsherum. Jetzt haben wir hier die 3 Papiere, die werden dann aufeinander geklebt, aber damit sich das hier vom Ganzen abhebt, will ich die noch so ein bisschen verformen, und weil ich das nachher mit dem drauf nicht mehr machen kann, versuche ich das jetzt schon ein bisschen zu machen. Das heißt, ich nehme hier einfach ein Falzbein und streiche das Papier so nur ein kleines bisschen nach oben.
Muss nicht extrem stark sein. Geht nur darum, dass ich hier so ein kleines bisschen Dimension bekomme. Ihr könnt es natürlich auch einfach über die Tischkante ziehen. Jetzt brauche ich ein Stück Übertragungsfolie, Backtrennpapier, ein Rakel und das hier ist eins, was ich schon verwendet habe, weil das klebt nicht mehr so stark und dadurch klebt es mir nachher auch im Papier nicht allzu fest. Wenn ihr Neues habt, dann macht ihr das am besten so, dass ihr das kurz einmal zum Beispiel auf euren Ärmel oder auf die Hose klebt, dann wieder abreißt, weil dann habt ihr Fasern dran und dadurch klebt es dann auch weniger. So, jetzt nehme ich ein Backtrennpapier, damit ich das hier schön platzieren kann. Und platziere das hier schön auf dem Schmetterling, schön mittig. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, dadurch, dass ich das Ganze gewölbt habe. Aber man kriegt es hin. So, jetzt klebe ich das hier mal fest. Hebe das hoch, nehme das Backtrennpapier weg und streiche das Ganze hier auf dem Papier fest. Jetzt löse ich das schön vorsichtig vom Papier weg. Dann haben wir wunderbar die Goldfolie auf dem Schmetterling drauf. Ich finde das so cool und vor allem so genial, dass das mit der Folie funktioniert hat. Und das ist eine Goldfolie von Ritrama. Jetzt will ich natürlich nicht, dass die beiden hier hinten völlig starr und gerade sind. Deshalb werde ich auch die kurz ein bisschen über die Tischkante ziehen, weil dann haben die drei so ein bisschen Dimension. Und jetzt müssen wir hier noch eine Karte hinten dran kleben. 13,5 mal 13,5 cm ist, das reicht. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was ihr gerne haben möchtet. Ich zeige es euch jetzt hier beispielhaft. Meine Idee ist, dass es weiß sein wird und dann die drauf kommen. Man könnte das auch in Gold machen. Ich finde eigentlich dieses Ton in Ton ganz schön. Ich könnte auch so ein bisschen von der Goldfolie quasi draufkleben. Aber dann finde ich, verschwindet das hier oben fast ein bisschen. Von dem her, ich werde bei weiß bleiben. So, jetzt klebe ich als erstes diese Seite hinten dran. Da natürlich nur am Rand. Weil wenn die nicht bombenfest jetzt an der Karte hängt, überall, gibt es noch so ein bisschen eine zusätzliche Dimension. So, dann können wir die hier reinkleben. Überall denselben Abstand, wenn möglich. Sieht dann von innen auch ein bisschen schöner aus. Das verstärkt dann quasi auch das Papier noch ein bisschen. Dann haben wir hier so ein bisschen Dimension, dadurch, dass sich das so ein bisschen abhebt. Und dann können wir die einzelnen Lagen vom Schmetterling reinkleben. Und ich mache das tatsächlich nur hier in der Mitte. Fühler vorne habe ich extra nicht festgeklebt, weil dann kann ich die so ein kleines bisschen auch hochheben. Und so habt ihr eine mehrdimensionale Karte.
Noch schöner, wenn ich es jetzt angucke, wäre es natürlich gewesen, wenn das hier unten Gold ist. Ich habe für die Cricut Joy extra oder Cricut Joy keine Goldstifte. Mit dem Maker hätte ich es, dann hätte ich es mit dem Maker machen müssen, aber naja, ist auch schön so. Und das war auch schon das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr mit einem Motiv und dann Offset ihr wunderbar auch so dreidimensionale Karten machen könnt. Und ich finde halt diesen Goldeffekt extrem schön. Und das wird bei mir dann ein Gutschein für eine kleine Auszeit. Das heißt ein Beauty-Wochenende für eine liebe Freundin. Wie immer, ne, wenn ihr die Motive jetzt vom Adventskalender nicht habt, dann könnt ihr da auch andere Motive für sowas verwenden. Oder wenn ihr mit dem Motiv vom Adventskalender eben etwas anderes machen möchtet, könnt ihr natürlich auch das machen. Ich wollte euch hier einfach eine kleine Inspiration geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass da auch noch so ein paar vielleicht Neuigkeiten mit dabei waren, wie ihr mit dem Cricut Design Space arbeiten könnt. Ja, dass ihr da selber auch Lust habt, es auszuprobieren und dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald! Was wrapped in paper.